Seit mehr als 100 Jahren wird im Westen Nordrhein-Westfalens Braunkohle abgebaut. Das Ergebnis, wie man da sieht, ist ein riesiges Loch. 15.000 Menschen arbeiten für und mit Braunkohle. Und im Jahre 2038 soll das alles vorbei sein. Und dann? Löcher ohne Funktion, Firmen ohne Aufträge und Menschen ohne Jobs. Das ist ein Szenario, das verhindert werden soll. Aus dem Braunkohlegebiet soll eine innovative, klimaneutrale Region werden. Und das Ganze nennt sich Strukturwandel. Ja, das ist ein großes Wort und ist auch gleichzeitig ein Generationenvertrag. Das, was wir von der Steinkohle schon wissen, soll hier besser und schneller umgesetzt werden. Von einem Innovation Valley ist die Rede, also vom Tal der Innovation. Bund und Länder wollen Milliarden investieren in kurzfristigen wie längerfristigen Maßnahmen. Ein wichtiger Punkt, die schon bestehende Forschungs- und Wissenschaftslandschaft im Rheinischen Revier soll helfen. Neue Ideen, die die Wirtschaft vor Ort stärken und innovative Ansätze, die neue Produktionsstätten schaffen. Und das soll natürlich die Menschen anlocken und Unternehmen neugierig darauf machen, die Zukunft in dieser Region positiv zu beeinflussen. Ganz wichtig, alle sollen dabei zusammenarbeiten. Vom Uni-Professor über die Mittelstandsunternehmerin bis zu den Arbeitskräften, den Verbänden und die Politik. In diesem Jahr werden die Weichen für die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte gestellt. Das ist ein riesiges Projekt, das da startet. Und mit diesem Film wollen wir zeigen, welche Rolle die RWTH Aachen in diesem Prozess spielt. Wir wollen heute ein Stück Zukunft zeigen oder 2 oder 3, zumindest die Sachen, an denen hier an der RWTH Aachen geforscht wird. Hier ist ja nicht nur das Rheinische Revier, das seine ganz eigenen Herausforderungen mitbringt. Es wird auch geforscht natürlich, weil es auch so ganz viele Herausforderungen gibt, für die man Lösungen braucht. Herr Professor Rüdiger, ist das ein Antrieb für die Forschenden? Ja, das ist ein Antrieb, wahrlich. Aber es ist auch Herausforderung und gleichzeitig übernehmen wir eine richtig große Verantwortung im Kontext Rheinisches Revier. Und wir glauben als RWTH, dass wir das Potenzial haben, den Menschen hier in der Region Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Und die müssen am Ende natürlich in neue Arbeitsplätze auch münden können. Und das sind dann die Arbeitsplätze von morgen oder viel besser noch von übermorgen. Und wie sehen Sie da die Rolle der Hochschule? Ja, das Rheinische Revier, das ist für uns ein ganz neues Betätigungsfeld und ein wunderbares Beispiel für die Adaptionsfähigkeit der RWTH auf der Basis unseres Forschungsprofils, mit unseren Kompetenzen, mit unseren Verbindungen, Netzwerken, auf der Basis von erforschten und neuem Wissen, mit unseren Partnern aus Wissenschaft und Industrie, ja, den Menschen hier die Forschung nahezubringen und dass man aus dieser Forschung etwas machen kann. Das ist für uns was völlig Neues. Und wir haben eine Plattform gebildet, wir nennen sie Riviera. Und mit Riviera wollen wir einfach die Menschen und die Zukunftsthemen, die Forschungsthemen miteinander in Verbindung bringen. Das klingt sehr praxisorientiert und es klingt auch so, als würden Sie für das Rheinische Revier doch eine sehr positive Zukunft sehen, oder? Ja, gewiss. Also durch die Förderung von Schlüsseltechnologien. Durch die Förderung wollen wir im Rheinischen Revier neue Arbeitsplätze auch schaffen. Neue Mobilität, digitale Produktion, Wasserstofftechnologien, Bioeconomy oder Next Generation Computing. Viele Themen. Vielen Dank erstmal. Wir sehen uns gleich nochmal. Und wir schauen uns jetzt nämlich genau das letzte Thema an. Ganz besondere Computerchips. Hier werden sie entwickelt, die Chips der nächsten Generation, zumindest prototypenhaft. Ich bin am AMO, einem gemeinnützigen Forschungsunternehmen mit Sitz in Aachen. Sein Ziel ist es, die gesamte Aachener Region zum weltweit führenden Zentrum für neuromorphe Hardware zu machen. Ihr Zentrum für was für eine Hardware? Ja, sieht mein Computer also in Zukunft anders aus? Das lasse ich mir jetzt erklären. Hallo. Ah, hallo. Das ist ganz toll. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Reinraum bin. Brauche ich die Maske gar nicht hier drin? Ja, das ist normalerweise schon, aber heute ausnahmsweise nicht. Also ich habe schon mitbekommen, es geht um neuromorphes Computing. Und es soll so ein bisschen das Gehirn abgebildet werden und wie das Gehirn denkt. Was genau steckt dahinter? Ja, das Gehirn kann insbesondere Muster gut erkennen.
Bilderkennung. Da sind wir unschlagbar gut und wir können das mit unserem Gehirn mit 20 Watt machen. Und moderne Computer können das zwar auch, aber die können das erstens nicht so gut und zweitens brauchen die 1000 Watt dafür. Das bedeutet, die neuen Computer gehen weg von 0 und 1, vom Digitalen, wieder hin zum Analogen, oder? Ja, das kann man so sagen. Ich kann das mal kurz skizzieren, wie der Computer das so macht. Der Computer kennt eigentlich erstmal nur die 1 und die 0. Das heißt, der kennt nur diese beiden Zustände und springt immer da hin und her und man kann damit wunderbar binär dann rechnen. Jetzt ist es aber so, dass jedes Signal, jedes Bild in der Natur analog ist. Das heißt, wenn wir hier gucken auf die Zeit und hier ist irgendein Signal, dann ist das zeitlich veränderlich. Das kann sich irgendwie verändern. Und wir sehen ja jetzt schon hier, das ist eigentlich nicht 0 und 1, sondern das ist was ganz anderes. Es sind ganz, ganz viele Zwischenzustände, die damit erstmal nicht abgedeckt werden können. Ich stehe noch so ein bisschen auf dem Schlauch, denn es ist ja trotzdem noch ein Computer und das wird ja trotzdem wahrscheinlich mit Silizium funktionieren. Wie kriegt man das dann hin? Wie schafft ihr das, dass es analog wird und nicht digital ist? Und ist analog nicht viel langsamer? Uns wurde doch immer gesagt, digital ist das Schnellste, was es gibt. Also die Basis bleibt digital, ja, das ist das Silizium. Ich habe hier mal so ein Beispiel Wafer, wird da genannt, Siliziumscheibe hergelegt. Man sieht, da sind bestimmte Teststrukturen jetzt so drauf. Das ist also das Substrat, mit dem gearbeitet wird. Und das wird sich auch nicht ändern. Und auch dieses Digitale wird als Schicht vermutlich da immer unten drunter bleiben. Und dann kommen wir mit neuen Materialien und werden dann versuchen, Materialien zu nehmen, die eben analoger arbeiten. Also als Nutzer wird man das eigentlich nicht merken. Die Computer werden aussehen wie immer. Es gibt schönere Designs und sonstige Gründe, sich dann was Neues zu kaufen. Aber in dem, was da drin steckt, da liegt dann eben der Unterschied. Ich fühle mich gerade richtig gut in der Runde der alten Computer. Ja, man könnte meinen, die sind fast so alt wie ich, also ungefähr in der Zeit, als ich geboren wurde, sind diese Computer hier gebaut worden. Hier der alte Commodore, der so klingt. Achtung. Ist nur die Frage, wie der ausgeht. Moment, ich suche das Knöpfchen. Ich entscheide mich für diesen hier. Puh, Glück gehabt. Der hätte Gott weiß, was passieren können. Nur gut, dass es heutzutage solche Computer gibt. Sind viel leiser und viel einfacher, damit zu arbeiten. In den letzten Jahren hat sich zum Beispiel die Zahl der Transistoren, dem Hauptbauteil des Computers, rasant gesteigert. In einem normalen Computer, wie man hier sehen kann, stecken heute auch schon Milliarden Transistoren. Es kann also nicht an der Masse liegen, sondern an der Arbeitsweise dieser Bauteile. Transistoren arbeiten, vereinfacht gesagt, als Schalter. Einen Schalter macht man an und aus, mehr passiert da nicht. Und dazu kommt, dass der traditionelle Computer auf Siliziumbasis Daten räumlich getrennt speichert und natürlich auch verarbeitet. Das ist das Von-Neumann-Prinzip. Vereinfacht ausgedrückt unterteilt das Von-Neumann-Prinzip den Computer in 4 verschiedene Abteilungen. In der Mitte hier haben wir die Zentrale, das Rechenwerk. Ich mache das jetzt mal grün. Bumm. So. Hier haben wir das Steuerwerk, ungefähr da. Das machen wir gelb. Und rot machen wir das Speicherwerk. Das macht Spaß. Ach, herrlich, als würde ich das den ganzen Tag machen. Und hier haben wir die Kommunikation. Und diese 4 Abteilungen sprechen miteinander. Das kostet Zeit und deswegen nennt man ihn den von Neumann Flaschenhals. Für alle Computer auf der ganzen Welt ist das übrigens die Grenze der Leistungsfähigkeit. Unser Gehirn arbeitet da ganz anders. Die kleinsten Bausteine des Gehirns, die Neuronen, sind Speicher und Prozessor in einem. Die Synapsen speichern Gelerntes ab. Neuronen sammeln eingehende Signale, bis diese eine gewisse Gesamtstärke überschreiten. Dann senden sie selbst ein Signal, einen kurzen elektrischen Puls, den Fachleute Spike nennen. Die einzelnen Prozessoren arbeiten nicht kontinuierlich, sondern nur sporadisch, nämlich wenn sie Spikes aussenden. Sonst verharren die Neuronen in Ruhe. Das ist ja interessant, Neuronen, die nur sporadisch arbeiten. Unser Hirn ist ja größtenteils relativ faul, oder? Kann man so sagen. Oder effizient. Effizient ist ein gutes Wort, ja. Und das ist auch ein Ziel für neue Chips?
auch das ist ein Ziel, diese sogenannte selektive Aufmerksamkeit zum Beispiel. Wenn wir jetzt reden, dann nehme ich in meinem peripheren Sichtfeld eigentlich nicht viel wahr. Wenn sich da aber irgendwas bewegt, dann gucke ich sofort dahin, wenn da eine Wespe kommt oder irgendeine Gefahr droht. Also da ist das Gehirn extrem gut darauf vorbereitet, nur die Daten wirklich weiter zu verarbeiten, auf die es ankommt. Und das ist auch einer der grundlegenden Aspekte, die wir berücksichtigen beim Thema neuromorphe Hardware. Was werden das für Anwendungen sein? Also das autonome Fahren ist natürlich, oder der autonome Straßenverkehr ist natürlich ein Thema, was ganz groß wird. Riesige Datenmengen werden da zwar generiert, bis zu 20 Terabyte pro Fahrzeug pro Tag. Aber das ist eine Anwendung. Dann die individualisierte Gesundheitsversorgung, wo man eben nicht mehr, sagen wir mal, mit breitbandigen Medikamenten loslegen möchte, sondern individuell für den Patienten die richtige Therapie bestimmen. Zur Unterstützung von Ärzten. Also es sind Beispiele, dann intelligente Städte, wo die Umwelt überwacht wird und der Verkehr gesteuert wird dadurch zum Beispiel. Toll, also in Aachen läuft alles zusammen. Hardware, Software und auch die ethische Bewertung. Ganz genau, die ethische Bewertung und die soziale Bewertung. Und wir wollen auch dahin kommen, dass wir auch Empfehlungen aussprechen können für die Politik. Denn die Rahmenbedingungen für so eine KI-Hardware müssen auch entsprechend sein, damit man sie in Europa dann auch eben fertigen kann irgendwann. Wenn KI derart Einfluss auf unsere Zukunft hat, dann müssen wir uns fragen, nach welchen Kriterien das erlaubt werden soll. Also ein Beispiel ist die Medizin. An einem normalen Intensivbett laufen täglich 1000 und mehr Werte auf. Ein Intensivmediziner kann die nicht alle im Auge behalten. Informationen gehen also verloren. Eine KI könnte die sortieren und aufbereiten. Doch was ist mit dem Patientenschutz, dem Datenschutz? Wir sind hier in einer angedeuteten Intensivstation der Firma Clinomic, einem Start-up der RWTH. Die haben Mona erfunden. Das ist quasi eine Alexa mit Doktortitel. Die bereitet die Informationen für den Arzt auf. Darüber hinaus ist die Telemedizin möglich und die Spracheingabe hilft dem Arzt, wenn er mal beide Hände voll hat und gerne protokollieren möchte, dass zum Beispiel die Dosis für das Schmerzmittel herabgesetzt werden kann. Aber darf eine KI entscheiden, welche vielleicht lebenswichtigen Informationen dem Arzt vorenthalten werden? Die Frage steht im Raum. Das mit dem Datenschutz hat Clinomic gelöst, was sicher auch ein Grund ist, warum dieses System gerade jetzt in Corona-Zeiten von der EU gekauft worden ist, um entlegene Landstriche zumindest über Telemedizin intensivmedizinisch zu versorgen. Hallo. Wow. Hallo. Hallo, kommen Sie gerne raus, Herr Eckstein. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal alles sehr stylisch aus, was ich gerade hier gesehen Ja, habe. danke schön. Ja, das automatisierte Fahren erfordert viele Formen der KI. Deswegen haben wir hier auch 8 Universitäten zusammengezogen. Ja. Alle führenden Forscher in Deutschland, die am automatisierten Fahren forschen. Und KI beginnt letzten Endes bei der Perzeption, bei der Wahrnehmung. Das heißt, wir müssen diese vielen Kamerabildern dieses Fahrzeugs müssen wir mit tiefen neuronalen Netzen auswerten, müssen Objekte identifizieren, die Fahrspurmarkierungen identifizieren, Menschen identifizieren in diesen Bildern und da auf dieser Basis erstmal ein Umfeldmodell generieren. Dann kommt der nächste Schritt, wenn wir wissen, wie das Umfeld aussieht, müssen wir das interpretieren in Form von Szenarien, in welcher Situation bin ich eigentlich und auf dieser Basis ein Verhalten planen. Und das ist dann allerdings eine andere Form der KI, das sind keine tiefen neuronalen Netze, sondern das sind dann wirklich feste Regelsätze, die wir da einsetzen. Man könnte auch sagen, ja, es geht darum, dass sich ein automatisches Fahrzeug eben auch ethisch korrekt verhält und das muss man in Form von festen Regeln letzten Endes ablegen. Jetzt wollen die Menschen, und das ist vielleicht dann auch damit meine abschließende Frage, natürlich gerne wissen, wann ist es denn endlich soweit? Das kommt drauf an, ist immer eine gute Antwort. Also das heißt, hier diese fahrerlosen Fahrzeuge werden wir schon relativ bald auf der Straße sehen, also auch in größeren Stückzahlen in ungefähr 5 Jahren. Es gibt erste Pilotserien, gibt es ja schon auch von kommerziellen Herstellern. Wir sind ja erstmal als Universitätsverbund unterwegs. Aber 3 bis 5 Jahre, würde ich mal sagen, ist vielleicht eine ganz gute Schätzung. Und dann kriegt man das auch schnell auf die Straße.
Frau Nagel, es sind ja nicht nur die technischen Probleme, die den Erfolg eines Produktes ausmachen. Es ist ja auch so, dass die Bevölkerung das Ganze auch annehmen muss für sich und sich dennoch auf der anderen Seite gleichzeitig auch diversen Algorithmen ausliefert. Ja, ausliefern, da sagen Sie was. Ich würde gar nicht sagen, dass wir uns hier tatsächlich schon diesen Algorithmen oder den Maschinen der Technik ausliefern, sondern erstmal liefern wir uns natürlich weiterhin den Menschen aus, die diese Technologie entwickeln, auf den Markt bringen. Wem vertrauen wir hier? Erstmal den Menschen hinter der Technik. Und wann könnte jetzt das Vertrauen eigentlich zum Problem werden? Ja, das kann zum Problem werden, sobald wir sozusagen mehr in die Zukunft gucken und uns dann vielleicht sowas vorstellen, was jetzt relativ frisch diskutiert wird, nämlich gibt es sowas wie moralische Maschinen oder kann es moralische Maschinen geben? Und, gibt es das? Na, im Moment gibt es das noch nicht, würde ich sagen, aber wenn es das gäbe, dann sind es auch wieder wir, die dann sagen, was sollen das eigentlich für Maschinen sein? Und dann haben wir als Menschen tatsächlich eine große Aufgabe, nämlich rauszufinden, was wir eigentlich möchten, wie diese Maschinen sind. Wie moralisch sollen die denn sein? Welchen Regeln soll die folgen? Welche Werte soll so eine Maschine haben? Das sind aber Überlegungen, die sind wirklich im Moment noch eher Zukunftsmusik. Und ich würde sagen, das Spannende dann ist zu überlegen, wie können wir die denn so bauen, dass wir dann von der Maschine lernen können, wie wir moralisch besser werden. Und das, finde ich, ist dann eigentlich wieder eine ganz schöne Wendung dieser eigentlich erstmal ein bisschen bedrohlichen moralischen Maschinen. Jetzt sind Maschinen ja eigentlich vorurteilsfrei, also jetzt im Vergleich zu uns Menschen, wenn man das so sagen darf, um Gottes Willen, das wissen Sie sicherlich besser. Wie ist das denn jetzt, wenn wir die programmieren, die Maschinen, bauen wir denen dann Vorurteile mit ein? Oder? Ja, ist das echt? Ja, das tun wir. Das ist ein ganz bekanntes Problem mittlerweile. Das ist sozusagen weit anerkannt. Die Grundlage ist erstmal, dass wir sagen müssen, auf den ersten Blick denken wir, die Technik, die hier sozusagen drin verbaut ist, das ist alles neutral, das ist ganz objektiv. Wenn so ein Algorithmus eine Entscheidung trifft im Computer, dann hat er ja keine Präferenzen. Dann hat er auch keine Vorurteile. Und das ist aber einfach nicht so, denn die Maschine lernt natürlich von uns. Das heißt, wenn so ein Algorithmus auf einem riesen Datenset lernt, was wir heute Big Data nennen, da lernt die Maschine drauf, aber die lernt natürlich auf Daten, die von uns kommen. Das heißt, unsere ganzen Vorurteile gehen in die Daten und dann sozusagen kann die Maschine gar nicht anders, als Vorurteile zu haben. Und das Problem ist natürlich, dass die Erwartung an die Maschine erstmal ist, dass sie neutral ist. Und ich glaube, das muss man in den Köpfen der Leute sozusagen rauskriegen. Die Maschine ist das, was wir ihr geben. Also bedeutet das nicht, dass es unsere ForscherInnen eventuell sogar zurückwirft, wenn man so hohe moralische Standards hat? Das bremst uns jetzt vielleicht ein bisschen aus, aber wollen wir den Preis dafür zahlen, sozusagen mitzuziehen mit Systemen, mit denen wir nicht mitgehen wollen und dabei unsere moralischen Standards heruntersetzen und diesen Preis zahlen? Das wollen wir eigentlich nicht. AI Made in Europe könnte vielleicht was sein, was Leute viel eher nutzen wollen, weil sie sich darauf verlassen können, dass es sozusagen in einem vertretbaren Kontext entwickelt wurde. Das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung, kann jetzt idealistisch klingen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so. Wir verlassen und vertrauen lieber Systemen, wo man sagt, das entspricht auch den moralischen Standards, die uns wichtig sind in Europa. Die ethischen Abwägungen und Entscheidungen sind das eine energiearme Technologie das andere. Heute wird allein für das Training des KI-Systems zum autonomen Fahren mehr Energie verbraucht, als ein Auto in seinem gesamten Leben verfährt. Mit der neuromorphen Hardware soll sich das ändern. Mustererkennung ohne viel Energie ist das Ziel. In dieser Anlage im Forschungszentrum in Jülich arbeitet das Yara-Institut Green IT zusammen mit vielen weiteren Instituten an der RWTH Aachen an Memristoren. Memristor ist ein Kunstwort aus den beiden englischen Wörtern Memory und Resistor, also Speicher und Widerstand. Ein Memristor kann Daten gleichzeitig verarbeiten und speichern und verhält sich somit ähnlich wie eine Synapse in unserem Gehirn. Der energie- und zeitfressende Datenaustausch zwischen Speicher und Prozessor wird vermieden. Unternehmen der Region stellen die Bauelemente für Memristoren bereits her. Es geht darum, diese neue Technologie in der Region zu verankern. Keiner kann in die Zukunft gucken, aber wenn es zeitnah gelingt, diese Memristoren großtechnisch herzustellen, dann ist das ein Standortvorteil für die Region, der auch viele zukunftssichere Arbeitsplätze nach sich ziehen kann.
Ja, das klingt schon ganz schön abgehoben, oder? Aber es kommt noch besser. Quantencomputer. Kenne ich, sagen Sie, glaube ich. Aber versteht man es auch? Wie funktionieren Quantencomputer? Auch daran forschen RWTH-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und zwar im Exzellenzcluster Matter and Light for Quantum Computing, kurz ML4Q. Dies ist ein Mischkryostat, eine Art Kühlschrank, in dem Chips aus Silizium auf minus 273 Grad Celsius abgekühlt werden. Diese besonderen Chips werden an der RWTH und im Forschungszentrum Jülich entwickelt und sehen vergrößert so aus. Damit fängt man einzelne Elektronen in künstlichen Molekülen und überprüft, ob sich der Spin, also die Eigendrehung dieser Elektronen als Qubits, also als Bausteine für einen Quantencomputer eignen oder nicht. Beim ML4Q arbeiten 52 internationale WissenschaftlerInnen zusammen. Die kommen aus 4 Universitäten: Aachen, Köln, Bonn und Düsseldorf. Dazu kommen 2 Fraunhofer Institute und das Forschungszentrum Jülich. Das ist schon geballte Power, die da zusammen in die Quantenphysik einsteigen. Einer der Forscher hier hat die Arbeit am Quantencomputer mal mit der Mondlandung verglichen. Gemacht hat das noch keiner, aber dann war es doch der bekannte kleine Schritt für Neil Armstrong und der große für die Menschheit. Oder anders ausgedrückt, ohne Quantencomputer werden viele Ideen für unsere Zukunft nicht gelingen. Auch wenn es um neue intelligente Verbindungen bei moderner, klimafreundlicher Mobilität geht, baut man auf die Hilfe der Rechenpower aus dem Quantenreich. Viele dieser Ideen hören sich noch weit weg an. Aber hier in Merzbrück hat man schon angefangen. Das Ziel hier? Neue, intelligente Mobilität. Hier, wo bisher nur kleine Motorflugzeuge und Segelflieger unterwegs waren, sollen in Zukunft autonome Flugtaxis starten und landen. Und wasserstoffgetriebene Züge sollen hier halten. Und von hier soll man auch mit autonomen Shuttlen, also genau solchen Bussen, in denen Shari gerade unterwegs war, in Richtung persönliches Ziel fahren können. Sowas nennt man dann einen Mobilitätshub. Und viele der Konzepte, die hier umgesetzt werden sollen, beruhen auf Innovationen und Ideen aus der RWTH. Grüne, klimafreundliche Mobilität, die von hier aus deutschland- und europaweit beispielhaft werden könnte. Neuromorphe Chips, Quantencomputer, Gentechnik, künstliche Intelligenz, Bioökonomie, Mobilität. Unsere Welt ändert sich radikal. Und solche Wolkenfabriken, wie man hier sehen kann, wie dieses Braunkohlekraftwerk in Weißweiler, werden nach und nach abgeschaltet und ersetzt werden sie durch Windkraftanlagen oder beispielsweise durch so einen Solarpark, wie man hier sehen kann. Herr Böschen, was mich persönlich umtreibt, ist eigentlich die Tatsache, dass es wird halt davon gesprochen, wir verändern viele Dinge, wir sind in einem Strukturwandel oder wie auch immer. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, aus dem Umfeld, es gibt Menschen, die wollen das gar nicht. Ja, natürlich. Ja. Das ist ganz normal. Also ich glaube, keiner von uns will per se Wandel. Nicht? Also wir sind als Menschen, also als Sozialwissenschaftler sage ich immer, wir sind auf Routinen angewiesen. Also die Gesellschaft funktioniert deswegen, weil es Routinen gibt. Und wir uns da gut einrichten, uns auskennen, ne, Kontrolle über den Alltag haben. Und deswegen ist natürlich, weil Sie das schon angesprochen haben, das Thema Angst, ne, ängstigt ein Strukturwandel, weil er eben eine sehr grundlegende Veränderung der eigenen Lebensverhältnisse mit sich bringt. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, behutsam, dialogisch, gemeinsam wirklich Wege zu erkunden, die wirklich auch als sinnvoll erlebt werden. Und ansonsten wird es ein ganz schwieriger Prozess. Also das einfach überzustülpen und zu sagen, na, wir haben tolle Ideen und jetzt werdet ihr mal ganz rasch zur Modellregion. Da würde ich auch sagen, das könnt ihr machen, aber lasst mich mal da außen vor. Ne? Haben Sie eigentlich ein konkretes Beispiel, wie die RWTH Aachen das unterstützt? Ja, wir haben also eine ganze Fülle von Beispielen. Also das war für mich extrem wichtig zu sehen, dass viele Kolleginnen und Kollegen das Thema Strukturwandel so richtig für sich persönlich auf die Agenda nehmen und sagen, wir müssen gemeinsam Wandel gestalten. Und ich meine, wir haben neben dieser Dialogplattform Revira, die im Grunde Partizipationsmöglichkeiten schafft, wo Menschen mit der RWTH ins Gespräch kommen können und wo wir gemeinsam über Zukunft nachdenken können, wie man es entwickeln kann. Und ein anderes Projekt, das macht Frau Clausen vom Advanced Mining Technology Institute mit dem Human Technology Center zusammen. Das
da ich ja Sprecher bin, da ist es so, dass wir ganz konkret mit Firmen in der Region arbeiten, weil eins der großen Fragen ist, was sind die Arbeitsplätze der Zukunft? Ja, es ist wirklich unglaublich weit gefächert. Also ich komme aus einer anderen Region Deutschlands, mir war das gar nicht bewusst, wie weit gefächert wirklich hier die Kompetenzen, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten sind. Und ich bin mir sicher, also wenn man auf der Basis klug agiert und wirklich gemeinsam Perspektiven erarbeitet, dann wird die Zukunft in einem guten Sinne kommen. So ein bisschen habe ich das Gefühl, als würden die Kollegen in Zukunft so aussehen. Also nicht wie die Dame links, das ist Verena Nitsch, die ist Professorin hier, sondern eher so wie die Figur auf der anderen Seite. Sind das die Arbeitskollegen in Spee? Ich hoffe nicht, dass Sie in Zukunft mit solchen Holzköpfen zusammenarbeiten müssen. Und dabei beziehe ich mich natürlich auch auf die Puppe und nicht auf das Bild von mir. Nein, ich glaube, dass die Technologien, mit denen Sie in Zukunft arbeiten werden, weitaus intelligenter sein werden und dass sie auch einfach weniger auffällig sein werden. Nicht alle werden so aussehen wie unser Pepper hier zum Beispiel und menschenähnlich sein oder so klobig groß wie der kollaborative Roboter, den Sie hier sehen. Okay, das ist ein Roboter. Das war mir jetzt gar nicht so klar. Es sieht wirklich nicht aus, wie man sich einen Roboter vorstellt. Haben Sie noch andere Beispiele, was es so geben könnte? Naja, schon heute arbeiten Sie mit intelligenten Systemen zusammen, die eben keine Roboter sind. Ihr Smartphone kann Ihnen sagen, wie Sie möglichst schnell und gut durch den Verkehr kommen zur Arbeit. Oder Alexa, Siri, Google können Ihnen Termine zum Beispiel machen, können Ihnen jede beliebige Information aus dem Internet bereitstellen. Übersetzungsprogramme können Ihnen dabei helfen, mit Kollegen aus dem Ausland zu sprechen, die in einer Sprache sprechen, die Sie nie gelernt haben. Und in Zukunft werden solche Systeme noch immer intelligenter werden in der Lage sein, immer mehr Aufgaben zu übernehmen und auch sich noch besser auf Sie als Person einzustellen. Also wie Maschinen die Arbeit leichter machen, habe ich letztens mal am Flughafen gesehen. Da haben die Menschen, die Koffer tragen, so Exoskelette und können natürlich viel mehr schleppen als vorher. Ist das so ein Beispiel? Ja, Exoskelette sind ein gutes Beispiel, wie man Technologien einsetzen kann, um solche schweren Lastenhandhabungen zu erleichtern. Aber die Gefahr natürlich ist dabei, dass man den Menschen dann auch einfach viel mehr Arbeit zumutet. Dass man denkt, der Mensch kann jetzt statt 10 Kilo 20 Kilo tragen und dann hat er natürlich eher wieder Rückenschmerzen, die er sonst vielleicht nicht hätte, wenn er diese Technologie nicht benutzen würde. Das zieht sich ja irgendwie durch unser ganzes Leben. Wir haben Computer und können im Grunde viel mehr erledigen und dann wird auch von uns erwartet, dass wir viel mehr erledigen und statt dass wir mehr Freizeit haben, haben wir mehr Arbeit. Ja, richtig. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Technologien so gestalten, dass wir sie leicht erlernen können, dass wir schnell erlernen können, wie wir mit diesen Technologien umgehen und dass wir sie eben auch menschengerecht einsetzen, dass wir sie für eine lernförderliche und gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung einsetzen. Wird das funktionieren? Ich hoffe es doch sehr. Daran forschen wir zumindest. Ja, dann viel Glück damit noch. Dankeschön. Arbeitsplätze sichern und neue schaffen. Dabei setzt die Region auch auf das Thema Wasserstoff. Mit dem Center for Sustainable Hydrogen Systems werden all diese Aktivitäten nun gebündelt, um maximale Wirkung zu erzeugen. Kleine Farbenlehre vielleicht am Rande. Bei Wasserstoff unterscheiden wir grauen, blauen und grünen Wasserstoff. Grauer Wasserstoff wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Wollen wir das denn? Nein, blauer Wasserstoff ist grauer Wasserstoff, dessen CO2 bei der Entstehung jedoch abgeschieden und gespeichert wird. Das bei der Wasserstoffproduktion erzeugte CO2 wiederum gelangt so nicht in die Atmosphäre und die Wasserstoffproduktion kann bilanziell als CO2-neutral betrachtet werden. Ja, ich finde auch, das klingt schon ein bisschen besser. Was wir aber wirklich wollen, ist grüner Wasserstoff. Er wird durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei für die Elektrolyse ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz kommt. Ja, auch wenn nur ein Teil der Wasserstoffpläne in den kommenden Jahrzehnten umgesetzt werden kann, ändert sich unsere Welt radikal hin zu einem nachhaltigeren Leben. Ich finde, ich habe es auf den Punkt gebracht. Und unser Alltag wird sich noch mehr verändern. Was wäre zum Beispiel, wenn wir Moleküle, also die Bausteine von allem, was wir essen, tragen und verpacken, einfach verändern könnten?
Mit einigen Molekülen macht man das bereits schon, zum Beispiel im Bioformat Pro-Projekt. Das heißt, hier wird eine Art Maßatelier aufgebaut, wo die Forschenden versuchen, maßgeschneiderte Biomoleküle zu machen. Und Herr Schwaneberg, Sie leiten das Projekt. Die erste Frage ist, was sind Biomoleküle? Also Biomoleküle, wenn Sie da mal schauen, was sich dort dreht, sind wunderbare kleine Nanomaschinen, 2 bis 6, 7, 8 Nanometer groß, und die ermöglichen das Leben. Also sind das Proteine, oder? Das sind Proteine, das sind Sachen, das Wasser abperlt, also die ganzen Bausteine. So ein Bakterium hat so 1700 verschiedene Proteine oder auch Katalysatoren, um Umsetzungen zu machen. Und was sind die Projekte, die Sie zum Beispiel hier machen? Wenn Sie sich so ein Handy anschauen, wer kennt das nicht? Ne? Das Display ist zersprungen. Stellen Sie sich vor, Sie haben hier eine App drauf. Eine App drauf, da steht Debonding. Also Sie drücken auf die App drauf, es fließt ein bisschen Strom. Strom bringt die Moleküle in Bewegung. Das Display, die Verklebung löst sich. Sie können es rausnehmen, tun neues Glas rein, drücken auf die Bonding-App. Es wird kontrolliert, abgekühlt. Dann ist der Glasbildschirm wieder drauf und es ist repariert. Ich finde es faszinierend, dass man praktisch so eingreifen kann und dass man Materialien so verändern kann, dass man auf Knopfdruck die Eigenschaft das kann man halt mit Biofunktionsbausteinen machen. Also es ist ja nicht nur jetzt so ein schaltbares Kleben, so Debonding und Bonding on Demand, sondern Sie können sich das vorstellen, Sie haben einen Katheter, der implantiert ist, der soll nicht mit dem Gewebe verwachsen, weil er wieder raus soll. Oder Sie haben dort so ein Implantat, ein künstliches Herz, wo keine Abstoßungsreaktionen da sein wollen. Das kann man mit maßgeschneiderten Biofunktionsbausteinen machen. Und wenn man sowas machen kann, also wie einen schaltbaren Kleber, das bedeutet ja auch, dass man dann die Sachen viel besser recyceln kann, oder? Genau. Damit kann man erst Recyclingwirtschaft ermöglichen und auch Produkte komplett neu denken. Wir brauchen die maßgeschneiderten Bausteine. Das heißt, wir müssen Methoden nutzen, die bisher eigentlich dafür noch nicht genutzt wurden in der Materialforschung, um die Moleküle im Maß zu schneidern für kostengünstige Produktion. Haben aber auf der anderen Seite die Herausforderung, dass es eigentlich die Produktionstechnik, die skalierbar, nachhaltig, biokompatibel ist, noch gar nicht gibt. Und erst wenn man diese beiden Gebiete zusammenbringt und wirklich gut verknüpft, erst dann schafft man ein Innovationsnetzwerk und die Innovation, wo wir dann nachher nicht bei Produkten sind, die ein paar Euro pro Kilo kosten, sondern gleich mal bei ein paar tausend Euro, ein paar 10.000 Euro, wo eine ganz andere Wertschöpfung dahinter steckt und wo dann aber auch das Know-how dahinter steckt. Wie mache ich das? Wie bringe ich das drauf? Wie tue ich die Maßschneidern? Das ist, denke ich, genau das, was wir hier im Strukturwandel brauchen. Ja, da muss ich kurz einhaken, denn was da so schlicht beschrieben wird, könnte in Zukunft helfen, eine echte Kunststoff-Kreislaufwirtschaft herbeizuführen und damit eine große gesellschaftliche Herausforderung zu bewältigen. Allein in Deutschland verwenden wir ca. 12 Millionen Tonnen Kunststoff pro Jahr, der irgendwann als Abfall anfällt. Auch in vielen Bereichen, die heute erforscht werden, um unsere Umwelt zu schonen, wie zum Beispiel Windkraft oder Elektromobilität, würde ohne Kunststoffe gar nichts mehr funktionieren. Weil wir in unserem Alltag gar nicht mehr komplett auf Kunststoffe verzichten könnten, ist es sehr wichtig, dass an Recyclinglösungen geforscht wird, damit diese Kunststoffe immer wieder verwendet werden können. Das bedeutet, dass Kunststoffabfälle zu sogenannten Rezyklaten verarbeitet werden. Aus denen kann man dann direkt wieder neue Kunststoffprodukte herstellen. Damit das möglich ist, dürfen Verpackungen nicht aus vielen verschiedenen Kunststoffen bestehen, die sich später nicht mehr auftrennen lassen. Wer sich eine neue Verpackung ausdenkt, sollte also am besten von Anfang an einplanen, was später einmal daraus werden könnte und was man tun kann, damit das Material hinterher wieder komplett recycelt werden kann. Mit dieser Idee beschäftigen sich hier am Institut Forscherinnen und Forscher sehr intensiv. Neue Materialien wie zum Beispiel biobasierte Kunststoffe, Design for Recycling oder recyclingfähige Beschichtungen, all das soll uns in Zukunft helfen, Kunststoffabfälle besser zu verwerten und damit den Ressourcen- und Klimaschutz zu stärken. Okay, da kommt ja dann doch eine gewisse Relevanz auf, hätte ich garantiert noch erwähnt.
Diese Biofunktionsbausteine, die sind ja gigantisch in dem, was sie an Möglichkeiten versprechen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es sie nicht schon längst zu kaufen? Ja, gute Frage. Das Wort gigantisch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Die sind nämlich gigantisch klein. Und wenn wir aus der Produktionstechnik uns anschauen, wie wir in den vergangenen Jahrhunderten gelernt haben, mit verschiedenen Materialien umzugehen, Metalle zu verarbeiten, Kunststoffe zu verarbeiten, dann ist das, was jetzt auf uns zukommt, einfach ein ganz neues Material. Und wir Produktioner müssen einfach mit den Technologien, die uns zur Verfügung stehen, mit den 3D-Druckern, mit den Fertigungsverfahren, die wir generell haben, erstmal lernen, dieses Material zu verarbeiten und dessen Eigenschaften kennenzulernen. Und wenn wir dessen Eigenschaften kennen, dann können wir auch solche Produkte beispielsweise beschichten mit Biobeschichtungen, die dann dazu führen, dass das einfach besser einwächst, wenn der Patient es in den Körper eingepflanzt haben muss. Aber es wird jetzt nicht noch mehrere Jahrhunderte dauern, wie mit den anderen Baustoffen. Nein, davon gehen wir nicht aus. Ich denke, wir können bei der 100 eine Null streichen, dann sind wir gut unterwegs. Ich denke, 1-2 Jahrzehnte und dann wird das eine schöne Technologie sein, die wir breit für uns alle in unserem Alltag und bei den Medizinprodukten beispielsweise anwenden können. Mit den entsprechenden Produktionstechnologien, die wir dafür dann jetzt entwickeln müssen. Klingt gut, freue ich mich drauf. Ich auch. Entwickelt werden diese maßgeschneiderten Biomoleküle mit den Methoden der sogenannten gelenkten Evolution, für die 2018 der Chemie-Nobelpreis vergeben wurde. Es werden mit dieser Methode zum Beispiel spezifische Antikörper für die medizinische Anwendung maßgeschneidert oder Katalysatoren verbessert für die Bioethanolherstellung. Innerhalb von 2 Stunden können mehr als 10 Millionen Varianten von Biomolekülen generiert werden, die man dann anschließend mit Hilfe komplizierter chemisch-analytischer Verfahren durchsucht. Das ist dann das sogenannte Screening. Die aufgefundenen besten Varianten können in einem weiteren Zyklus weiter verbessert werden. Der Weg in die Zukunft ist für Städte wie zum Beispiel Elsdorf alles andere als leicht. Ein Beispiel: Schon bei der Einfahrt zur Stadt aus dieser Richtung muss ich über eine Werkstraße des RWE gehen. Elsdorf liegt wirklich direkt an der Abbruchkante zum Tagebau Hambach. Hier drehte sich jahrzehntelang fast alles um die Braunkohle. Dazu kam, dass ein weiterer großer Arbeitgeber, der Zuckerfabrikant Pfeiffer und Lang, sein ehemaliges Stammwerk stilllegte. Was jetzt? Aus dem rund 20 Hektar großen Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik soll der Food Campus Elsdorf werden. Und das ist das erklärte Ziel. Hier sollen mal 600 Menschen zusammenarbeiten und ebenso sollen Agrar-, Lebensmittel- und Biotechnologiefirmen sich stärker vernetzen. Und helfen kann dabei die RWTH und das Forschungszentrum Jülich. Ob das wohl ein sinnvolles Projekt ist? Das ist eine berechtigte Frage. Der Food Campus ist ja nur eins von vielen Projekten. Die sind alle aufgelistet im Netzwerk Revira. Und Herr Lettmate, was ist eigentlich Revira? Revira ist ganz einfach. Das ist das Rheinische Revier, der Transformationsprozess im Rheinischen Revier, und A steht für Aachen. Und wir von der RWTH Aachen, wir wollen diesen Transformationsprozess begleiten, Inputs liefern, aber vielleicht auch davon lernen. Das ist Transformation selbst, ist ein total spannendes Forschungsgebiet. Und Sie sind ja Wirtschaftsfachmann. Wie genau begleiten Sie diesen Prozess? Also vielleicht sollte ich da erst mal sagen, was macht eigentlich Revira? Revira ist eine Moderationsplattform, eine Transformationsplattform. Wir diskutieren nach innen mit ganz vielen Disziplinen. Das zeichnet uns nämlich an der RWTH aus. Wir sind eine integrierte, interdisziplinäre Universität. Wir reden miteinander und da kommen auch schon mal 60, 70 Wissenschaftler von allen Fakultäten zusammen. Und nach außen diskutieren wir mit den Akteuren. Denn wenn man gesellschaftlichen Nutzen stiften möchte, dann sollte man die Interessen kennen, man sollte aber auch die Gesellschaft kennen. Und da sprechen wir mit Menschen und versuchen, die zusammenzuführen. Also natürlich brauchen wir intakte Geschäftsmodelle, die funktionieren, damit wir Arbeitsplätze schaffen können. Aber wir wollen auch intakte Landschaften, Biodiversität. Wir wollen kein Insektensterben. Wir wollen eine Landwirtschaft, wo der Boden sich vielleicht auch selber erneuern kann. Und wir wollen gesellschaftlichen Nutzen, wo ich sage, ich gehe da gerne rein. Das ist für mich Naherholung und vibrierendes Leben zugleich. Und da bietet natürlich sowas wie das Rheinische Revier hervorragende Möglichkeiten, um sowas umzusetzen, aber auch daraus zu lernen. Also wenn ich es richtig verstehe, sind Sie so eine Art Schnittstelle zwischen den Menschen, die im Revier leben und arbeiten, und den Forschenden von der RWTH, die ihre Ideen haben und vielleicht Lösungsmöglichkeiten anbieten können. Genau. Leider können wir keine Projekte vergeben. Wir moderieren den Prozess. Können Sie da konkrete Beispiele nennen?
Ja, ein ganz tolles Beispiel ist, wir haben ein Zukunftscluster eingeworben. Das heißt Neurosys. Dabei geht es um den Aufbau der Halbleiterindustrie in Europa. Und da haben wir ganz tolle Unternehmen gewonnen, wie Siemens und andere, die sich durchaus vorstellen können, im Rheinischen Revier zu investieren, dort Produktionsstandorte zu schaffen. Jetzt ist es ja so, dass wenn man ins Rheinische Revier guckt, sieht man erstmal riesig große Löcher auch. Wie wird denn mit der Umwelt umgegangen? Also Wirtschaft ist für viele Menschen ja mit Raubbau gleichgesetzt. Genau, und dafür steht ja auch irgendwie momentan noch das Rheinische Revier. Da haben wir riesige Löcher, die brauchen teilweise 50 Jahre, bis sie zulaufen. Wir betrachten das ein Stück weit aus dem Gesichtspunkt von Ökosystemdienstleistungen. Also Ökosystemdienstleistungen sind Dienstleistungen, die uns eigentlich die Natur kostenlos bereitstellt, wenn man sie nicht sozusagen übernutzt, wenn man sie hin und wieder auch mal in Ruhe lässt. Ja, da geht es um Bödenkreisläufe, um klimaregulierende Wirkung, aber auch um Ressourcen, Holz und Nahrungsmittel. Und am Ende wollen wir uns ja auch noch mal erholen und einfach die Ästhetik unserer Natur genießen. Wenn wir das in Einklang bringen, dann haben wir eine gute Zukunft. Das ist ein spannender Prozess, der hier schon begonnen hat. Ja, und so wie hier im Rheinischen Revier gibt es natürlich ganz viele Regionen überall in der Welt, wo ein solcher Wandel- und Transformationsprozess ansteht. Das ist in der Tat ein spannender Ort, denn der Blick in den Tagebau ist nicht nur ein Blick in die Vergangenheit, sondern auch ein Blick in die Zukunft. Und ich sehe für diese Region eine riesengroße Chance. Das klingt jetzt nicht nach Zweckoptimismus, wenn Sie das so sagen. Nein, ich bin durch und durch optimistisch und ich bin Wissenschaftler. Ich erhebe Daten, werte diese aus. Und mit Blick auf die Ideen, die wir als RWTH gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern in den Transformationsprozess schon eingebracht haben, da sehe ich viel Potenzial, dass in 20 Jahren diese Region eine nachhaltige, eine fortschrittliche, eine lebenswerte Region sein wird. Ein Stück Zukunft, das in 20 Jahren Gegenwart sein wird. Dann sehen wir uns hier wieder. Ja, und ich bin dann Altrektor und komme mit dem Flugtaxi vorbei. Mal sehen. Und wir sehen uns vielleicht dann auch wieder. Also ihr seht uns auf jeden Fall, wenn ihr euch das anguckt. Ich kann eigentlich nur sagen, die Zukunft besteht ja aus vielen Stücken. Kann man das so sagen? Kann man so sagen. Okay, macht's gut. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschö.